Warum muss ich auf Alters- und Witwenrente Steuern zahlen? Diese Frage stellte mir eine Zuschauerin, die Frau Renate W., schrieb mir auch die Rentenhöhen dazu und schreibt, sie fühlt sich enttäuscht und im Stich gelassen und würde gerne mal ein Video dazu haben. Herzlich willkommen zu diesem Video, Jutta Martin hier, und ich werde Ihnen mal dazu einige Fakten darlegen. Und das sind vielleicht Sachen, die Sie nicht unbedingt gerne hören möchten, aber sie entsprechen der Realität. Bleiben Sie dran, wir sehen uns gleich. So, ich habe mir mal einen kleinen Zettel gemacht, um hier die Zahlen richtig darzustellen. Die Frau Renate W., die hatte mir mitgeteilt, sie bekommt eine Altersrente von 1060 Euro und eine Witwenrente von 454 Euro. Das sind 1515 Euro Rente netto, und brutto wären das dann so umgerechnet 1646 Euro im Monat. Ja, jetzt machen wir mal eine einfache Rechnung auf. Ein Arbeitnehmer, der 40 Stunden für den Mindestlohn von 9,50 Euro arbeiten geht, 5 Tage die Woche, den ganzen Monat, der hat genau in gleicher Höhe eben auch diese 1600, das ist lustig, ist zufällig die gleiche Zahl, 1646 Euro Bruttoarbeitslohn. Identisch mit der Bruttorente von Frau W. Aber von dem Bruttoarbeitslohn von unserem Arbeitnehmer gehen ja noch die Sozialabgaben und Steuern und alles Mögliche ab, sodass er unterm Strich 283 Euro weniger hat als die Rentnerin, und also knapp 300 Euro weniger, und muss aber davon auch noch seine Aufwendungen für die Einkommenserzielung, also seine Werbungskosten bezahlen. Er muss ja irgendwie zur Arbeit hinkommen, braucht vielleicht Arbeitsmittel, hat vielleicht einen weiten Weg oder muss das Auto betanken oder hat eine Monatskarte. Also er hat ja noch wesentlich mehr Ausgaben, weil er ja noch arbeiten geht. Und der Grundfreibetrag, der ist ja für alle gleich, egal ob Arbeitnehmer oder Rentner. Und ich kann eigentlich nur sagen, die Frau Renate W., die kann sich glücklich schätzen, dass sie eine Rente, eine Nettorente von 1515 Euro hat. Das ist eigentlich äh, also sehr gut über dem Durchschnitt. Ich habe ja fast 200 Mitglieder in meinem Lohnsteuerhilfeverein und sehe, was die Leute so für Renten bekommen. Es sind ganz wenige, die wirklich eine fette Rente bekommen, und die meisten liegen weit unter dem, was die Frau Renate W. bekommt. Ja, und dann möchte ich noch mal in Erinnerung bringen, 1889, das ist erstmal gute 130 Jahre her, wurde überhaupt das Rentensystem eingeführt von Bismarck. Und gut, damals war der Renteneintritt 70. Es hat sich in den 130 Jahren einiges verändert, zum Guten, zum Schlechten, kann man drehen und wenden, wie man will. Aber ich möchte mal auf Folgendes hinaus. Im Prinzip kann ja jeder, der eine Rente in Deutschland bezieht, froh sein, dass er eine Rente bekommt. Es gibt in den meisten Ländern der Welt keine Altersversorgung. Es gibt vielleicht Länder, wo die Rente höher ist oder niedriger oder wo es eine Grundrente gibt. Aber wir leben nun mal in Deutschland und müssen uns mit den Tatsachen hier arrangieren. Ich selber bin auch Altersrentner und bekomme eine Rente seit 2 Jahren. Und dazu möchte ich Ihnen mal kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen können. Das ist hier meine letzte Renteninformation aus dem Jahr 2016. Und hier auf der Rückseite, da steht drin, wie viel Geld eingezahlt wurde von Ihnen, wo Sie noch Arbeitnehmer waren, vom Arbeitgeber. Und bei mir war es hier noch ein Teil ja, von der Krankenkasse und Agentur für Arbeit. Es sind insgesamt nicht mal 60.000 Euro, die von mir, meinem Arbeitgeber und anderen Stellen in die Rentenkasse eingezahlt wurde. Ich kriege eine Rente brutto von 1020 Euro, sagen wir mal rund 1000 Euro. Das sind 12.000 Euro im Jahr. So, 2 Jahre bekomme ich meine Rente schon. Nach 5 Jahren, 5 mal 12.000 Euro sind 60.000 Euro, sind die eingezahlten Beträge verbraucht. Ja, woher kommt denn dann das Geld? Also ich möchte ja länger als 5 Jahre leben. Ich denke mal, 20 Jahre habe ich noch vor mir. Habe aber im Prinzip unterm Strich nur dafür gesorgt, dass das Geld für 5 Jahre reicht.
Und ich verstehe nicht, warum die Leute sich so aufregen über jeden bisschen, weil die Rente zu wenig steigt oder weil sie Steuern darauf zahlen müssen. Vielleicht haben Sie diese Renteninformation noch in Ihren Unterlagen. Suchen Sie sich mal raus, rechnen Sie sich durch, was hier hinten drauf steht, was von Ihnen, von Ihrem Arbeitgeber, von der Krankenkasse oder vom Arbeitsamt eingezahlt wurde. Und dann rechnen Sie sich Ihre Bruttojahresrente aus und teilen das durch diese eingezahlten Beiträge. Da werden Sie wahrscheinlich erstaunt sein. Im Prinzip, wenn das Geld verbraucht ist, ist jetzt meine persönliche Auffassung, bezieht jeder eine Sozialleistung, ja. Gut, der Staat müsste das anders deklarieren. Die Diskussion um die Renten, die sind heiß. Aber ich wollte Ihnen nur mal ein bisschen die Augen öffnen mit dieser Renteninformation, wo die Übersicht hier über die Rentenbeiträge draufsteht. Und ein bisschen Dankbarkeit sollte jeder in sein Leben lassen, ja. Und wenn man dafür dankbar ist, dass man überhaupt eine Rente bekommt und 1515, liebe Frau Helga W., das ist schon eine ganz gute Rente, da müssen Sie nicht enttäuscht und verletzt sein. Und wenn Sie darauf noch ein bisschen Steuern zahlen, dann geht es Ihnen viel, viel besser als vielen anderen Rentnern. Und das, ja, sollten Sie auch mal verstehen. Und nochmal meine Bitte, ja, lassen Sie Dankbarkeit in Ihr Leben. Wir wissen nicht, wie lange wir die Renten noch bekommen. Also ich bin mir sicher, mein Sohn und mein Enkel, die bekommen gar keine Rente mehr. So wie dieses System hier runtergefahren wurde in Deutschland, kann es natürlich sein, dass sie schon nächstes Jahr keine Rente mehr bekommen. Ich weiß es nicht, ich habe keine Glaskugel. Aber seien Sie doch mal dankbar und hören immer auf zu meckern. Das war eigentlich so meine Botschaft heute. Und ja, dass man mit dem auch zufrieden sein sollte, was man so hat, liebe Frau Helga W. 1515 € ist wirklich also ein gutes monatliches Einkommen für eine Rentnerin. Ja. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, liebe Zuschauer, wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie einen Daumen nach oben. Nicht meckern, es ist meine persönliche Meinung zu diesem Thema und wenn man ein bisschen rechnen kann, kann man das auch nachvollziehen. Abonnieren Sie gerne meinen Kanal, schreiben Sie in die Kommentare, ja, was Sie von diesem Thema halten oder zu welchen Themen Sie weitere Videos möchten. Ich werde das vielleicht in meiner Liste dann berücksichtigen, wenn es mir möglich ist, ja, so einen Fall darzustellen. Alles Gute, Jutta Martin.